Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Heute sind wir auf EU4. Wir waren ja ein bisschen im legendären Dungeon schon unterwegs zu Beginn der legendären Dungeon-Phase und haben ein paar Items gesammelt. Und da habe ich jetzt vor, natürlich erstmal mit den Items und ein bisschen Skillung auch mal nochmal ein paar Dungeons zu machen, ein paar Level zu spielen und dann eben nochmal im Legi-Dungeon in den letzten Tagen nochmal 2, 3 Runs zu machen und zu gucken, die Items noch besser werden, ob wir auch voll legendär ausgerüstet werden. Ja, und ich habe den Server natürlich jetzt nicht mehr so exzessiv gespielt. Ich habe es ja schon auch angekündigt, dass es einfach nicht drin ist. Selbst jetzt schon in den Vorbereitungen mit EU5 dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber die Gilde ist noch davor, die 50 Raids zu legen. Deshalb will man jetzt auch noch mal ein bisschen stärker werden, noch mal ein bisschen sich reinhängen. Damit das mit den 50 Raids auch klappt. Und es ist eigentlich ganz nice, dass jetzt immerhin wirklich ein paar Barden auch vom Level her mich natürlich überholt haben, die vielleicht auch jetzt den legendären Dungeon, man sieht es hier schon, gespielt haben, auch immer wieder die Dungeon Tries mitgenommen haben, sich im Level verbessert haben. Das ist wirklich sehr nice. Der Spieler drin 282, zweithöchster, gerade aktuell auf dem Server. Also der erste ist halt schon, der war zu krass. Also der hat wirklich richtig durchgezogen hier immer noch. Also ist natürlich auch nice zu sehen, dass man da als Barde wirklich gut mithalten kann. Aber der ist ja schon nach den ersten Wochen weggezogen. Aber Spiele drin, ja, also ich war sonst eigentlich in der Lage, um so mitzuhalten. Also hätte ich jetzt auch das Level haben können, wäre ich natürlich ein größerer Support. Shoutout an alle, die durchziehen. Ich habe es leider halt nicht geschafft, aber immerhin mit Ankündigung. Eine Ankündigung ist ein gutes Stichwort, Leute, denn ihr habt die Chance, in die Kommentare zu schreiben eine Frage, die ich in einem kleinen FAQ demnächst live beantworten werde. 2 Sachen sind zu beachten. Ihr werdet wahrscheinlich keine Kommentare von anderen Spielern sehen, denn ich werde die Kommentare auf Genehmigen schalten. Und das hat den Hintergrund, weil ich eure Fragen wirklich high-live beantworten will. Wenn ich die erst genehmigen muss, sehe ich sie noch nicht mal am Handy. Also ihr seht eure Frage, wenn ihr sie gestellt habt, aber ihr werdet keine anderen Kommentare sehen und ich kann sie nur sehen auf dem Rechner, wenn ich es mir aktiv aufrufe. Ihr könnt mir Fragen stellen zu vielen Bereichen. Ich werde dann eben live die Fragen das erste Mal lesen und gleich reagieren, antworten. Ihr kriegt also richtig Real Talk Statements da. Natürlich, sage ich mal, Fragen zu krassen politischen oder religiösen Sachen, die bitte ich zu unterlassen. Und Fragen, die, sage ich mal, sehr ins Private gehen, da muss ich selber entscheiden, ob ich das beantworten will. Ne? Aber ansonsten seid ihr da relativ frei. Und jetzt kommt der Clou, macht bitte mit. Denn für jeden Nutzer, der eine Frage stellt, die ich auch beantworten werde oder kann, werde ich 20 Cent, ja, 20 Cent, aufpassen, in den Pool hauen. Und zwar in den Pool, den ich dann irgendwann in Zukunft mal wieder spenden möchte. Ich habe ja mit Hilfe eures Supports über den Creator Code zuletzt ein Giveaway veranstaltet und hatte die gleiche Summe dann auch nochmal gespendet und das möchte ich natürlich auch mal wieder machen. Diese Summe werde ich dann eben 20 Cent pro Teilnehmer, der eine valide Frage gestellt hat, erhöhen. Haben zum Beispiel 5 Leute eine valide Frage gestellt, die ich gerne beantworte in diesem FAQ, dann werde ich den Pool um 1 Euro Spendensumme erhöhen. So. Und ja, ich hoffe jetzt nicht, dass 5000 Leute mitmachen, um ehrlich zu sein. Vielleicht setze ich mir ein Maximal Cap, aber ja, ich würde mich schon freuen, wenn da die eine oder andere Frage kommt, beziehungsweise es kann natürlich auch mehrere Fragen gestellt werden, aber hier geht es wirklich um Teilnehmer, also pro Teilnehmer. Ja. Also da bin ich mal gespannt, wie viele Fragen da zusammenkommen von wie vielen Teilnehmern. Ja, für die es wissen, die können jetzt ganz kurz wegskippen. Für die es aber nicht wissen und meinen, hey, wie, was jetzt Creator Code, was ist das? Der Creator Code, der ist ein Code, den ihr eingeben könnt, wenn ihr über den homesfgame.net Shop kauft. Ab heute bis zum Sonntag gibt es zum Beispiel dort wieder nur speziell die gewohnten Preise auf die Pilzkäufe. Im Moment auch wieder 20% Aktion. Die ist zwar auch auf Steam und auf allen anderen Plattformen, aber da kosten die Pakete mittlerweile eben deutlich mehr. Und deshalb solltet ihr über diesen Code kaufen. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr eben hier einen Creator-Code eingeben, in der Form zum Beispiel eben meinen Code Hanrizzle. Und dann unterstützt ihr mich mit 5% eures Einkaufswerts. Und das ist halt so ein fetter Support, dass man sagen kann, hey, man kann einen Teil dieses
Geldes dann auch wieder in die Community und eben auch für Spenden investieren. Das Ganze machen übrigens einige Creators in Deutsch wie auch im internationalen Bereich. Ihr seid natürlich nicht gezwungen, Unrizzle zu nutzen. Ihr könnt auch einen der anderen Creator-Codes nutzen. Wichtig ist aber, kauft über den Webshop und nutzt irgendeinen Creator-Code. Da haben alle was davon. Und das kostet euch eben keinen Cent mehr. Theoretisch spart ihr sogar Geld. Und ja, ihr könnt das auch am Handy machen über den Browser. Also ihr müsst halt nur über den Browser gehen. Das ist das Einzige. Egal auf welcher Plattform oder auf welchem Gerät. Ja, und wenn ihr das Video seht, könnt ihr das übrigens auch schon für EU5 machen. Denn da ist ja die Pre-Registration schon geöffnet. Ich glaube, das hat Playa Games extra jetzt schon zum Freitag gemacht, damit die Spieler eben in der Lage sind, die 20% Aktion auch für EU5 zu nutzen. Das ist übrigens sehr, sehr clever mitgedacht. Das gab es in der Vergangenheit nämlich schon mal, dass eben der Serverstart erst Montag in der Pre-Registration war und da war dann keine 20% Pilzaktion mehr. Also insofern, Shoutout an Playa. Es macht natürlich Sinn für die Spieler, die jetzt Pilze kaufen, die auch für EU5 zu nutzen und die 20% mitzunehmen. Also nochmal clever. Das ist gut so. Ich hätte mich auch geärgert, wenn das nicht passiert wäre. Ich habe mir prinzipiell auch schon angeguckt, dass wir hier ein paar Dungeons clearen können auf EU4 und ja, das ist auch relativ einfach. Ich habe aber noch nicht mal den einzigen legendären Stein bisher. Also ich habe nicht viele Steine gesucht, seitdem ich legendäre Items habe. Ich habe einen Ausdauerstein gefunden, den ich jetzt eingesetzt habe. Der Rest war Murks. Aber ich habe auch maximal nur einmal am Tag gesucht. Also die Chance, legendäre Epics zu finden, ist ja da noch relativ gering. Ach, legendäre Epics, kann ich nicht mehr reden. Legendäre Steine zu finden, ist ja da wirklich sehr gering. Ich dachte jetzt, wo ich sage, kriege ich einen. Schade. Ja, der ist ja natürlich noch vom Elevator nicht mehr so stark, aber immer noch stärker als das meiste, was sonst so rumgammelt hier. Und ja, eine Sache wollte ich nämlich noch machen, bevor ich in die Dungeons reingehe. Ich werde euch jetzt auch nicht alle Dungeons zeigen. Das Video würde sonst jeglichen Rahmen sprengen. Aber ich wollte jetzt nicht nur den Gem hier rausnehmen, sondern wollte die Gelegenheit nutzen, euch, falls ihr es auch noch nicht wisst, zu zeigen. Die meisten sollten es wissen, es haben auch schon größere Kanäle gezeigt, wie das funktioniert. Aber wenn es um die legendären Gegenstände im Sammelalbum geht, ist es ja so, dass man zum Beispiel die Waffen der anderen Klassen nur erspielen kann, indem man sie selber hat. Nicht, indem man jemanden angreift, wie es halt sonst der Fall ist. Und ja, wir haben das große Glück gehabt, eine Waffe zu finden, die übrigens auch eine geile Spanne hat. Also, ja, die hätte noch besser sein können, die Spanne theoretisch. Aber die ist wirklich gut. Da möchte ich überhaupt nicht meckern. Und wenn man die einmal gefunden hat, kann man andere epische Waffen im Look verändern. Ja, zum Beispiel eben über Change Look. Und dann sehen wir, hier, guck mal, sieht ja aus wie eine legendäre Waffe. Zack, 10 Pilze kostet uns das. Und dann können wir diese in die Toilette werfen. Natürlich, ist mein Mana schon heute eingesetzt worden, aber es geht darum, dass wir jetzt hoffentlich natürlich eine andere legendäre Waffe finden. Ja. Und nice. Das müsste die sein für das Schild. Ja, für den Warrior, also für das Schild, ey. Also es kommen plötzlich Worte in mir vor, mitten in meinem Satz. Jetzt nehmen wir also die Kartoffelvollernte-Maschine. Das war jetzt gespielt. Jetzt haben wir eben diese im Sammelalbum drin. Und ja, im Prinzip habe ich jetzt hier noch eine Waffe. Die ist eigentlich auch relativ gut. Ich würde die sehr gerne meinem Magier da lassen. Das machen wir jetzt auch mal. Zack. Übrigens 5% Bonus hier auch drin. Müsste ich eigentlich auch mal drauf achten. Nee, Moment. Und jetzt machen wir hier das gleiche. Und wir hoffen jetzt nicht die gleiche Waffe zu finden. Nee, Moment. Jetzt hätte ich was vergessen. Erstmal Change Look. 10 Pilze. Und jetzt in das Klöchen hinein. Und haben wir Glück. Natürlich nicht. Wahrscheinlich muss es 5000 Mal machen. Nein, aber im Prinzip müssten wir das jetzt mit anderen Waffen, die wir finden, auch nochmal versuchen, bis wir dann alle, also jegliche Klassenwaffen bekommen haben. Eine, die für den Magier, den Kundschafter. Ey, das Video darf echt nicht so lange gehen. Ja, jetzt habe ich natürlich 2 Waffen für den Krieger hier. Ach so, lustigerweise habt ihr ja festgestellt, wahrscheinlich, dass die Steine verloren gehen, Kappa.
Ich hätte mir die Meldung mal durchlesen sollen. Ja, ne? Man lernt am besten durch Fehler. Steine gehen verloren. Jetzt habe ich keinen legendären Stein mehr. Jetzt muss ich... Ja, das ist egal. Ich kann eh so viele Dungeons machen. Das, das stört jetzt nicht. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das. Und dann brauche ich noch einen anderen. Oh, sogar ein besserer. Boah, 377. Okay, nee, komm. Den baller ich mir nochmal bei mir rein. Und jetzt kriege ich einen legendären Stein. Pass auf. Wird so lachen. So viele Fails hintereinander. Kostet übrigens auch einiges an Ressourcen und Pilzen. Ja, das ist jetzt... Da zeigt mir jetzt das Spiel, hey, wenn du so einen Scheiß machst, dann musst du jetzt auch damit leben. Ich hätte vielleicht auch auf das Event waren so ein... Aber ey, Black Gem. Black Gem. Auch nicht so übel. Komm, Black Gem rein hier und dann den rein. Black Gem, nice. Aber jetzt gehen wir eben rein. Also Dungeon, den ich auf jeden Fall jetzt machen wollte, ist natürlich Roman der Ruchlose. Ne? Also ist ganz klar. Der hat sowieso schon eine 5%ige Chance gehabt. Ja, wahrscheinlich der nächste. Geht der nächste vielleicht auch gleich. Schauen wir mal. Den habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ja, geht auch. Sehr gut. Geht der auch noch hier? Aber leicht. Oh, doch, knapp. Knappe Kiste. Die Waffe, die macht extrem viel aus. Der geht auf jeden Fall. Let's go. Let's go. Mit dem legendären Stein wäre er natürlich kaputt gewesen. Ja, ja. I know, my friends. I know. Komm, den will ich jetzt haben noch. Ja, Wolski. Da ist er doch. Moto ist vielleicht nochmal eine Stufe zu hoch jetzt, muss man sagen. Intelligence. Eigentlich auch schöne Handschuhe hier. Kann man nicht meckern. Aber hey, es gab noch einen Dungeon, glaube ich, den ich auf jeden Fall mal... Ah ja, hier im Schatten, da geht auch einiges. Also da ist auch nochmal ein Level locker drin. Kleiner Cut, ich habe natürlich auch erst später festgestellt, dass aus dem Buch ein Schild wird. Also kleiner Cut nochmal an der Stelle, das ist ja tatsächlich ein Schild, deshalb habe ich ja überhaupt auch den Gem verloren, aber das wäre ja eigentlich die Waffe für den Krieger. Also ich bin tatsächlich, das ist nicht so mein Fachgebiet. Und ihr habt es jetzt live gesehen. Also jetzt stellt mir bitte keine Fragen von wegen, wie komme ich an die Kundi-Waffe im legendären Dungeon. Ja. WTF, scheiße. Ja, auf meinem Main-Server habe ich leider auch die Waffen noch nicht getauscht. Das müsste ich mal theoretisch machen. Ja, die Waldfee, ey. Also das lehrreich für euch, Fehler für mich. Können wir dismanteln dann. Brauchen wir nicht. Und das auch. Aber wenigstens nimmt er noch die Upgrade-Kosten, also hier die Schmiedkosten mit rein. Das ist ja schon mal viel wert, dass er das übernommen hat. So, wo waren wir jetzt hier? Ich glaube hier bei den Dungeons. Alles First Try, ne? Krass. Krass. Alles First Try. Das ist jetzt, das kann ich halt leider nicht mehr, oder? Kann ich das jetzt auch noch? Kann ich also Schatten-Dungeon verkaufen? Ja, ne, bringt mir ja gar nichts, weil es ja eh schon in... Ah ja, ne, bringt mir nichts. Weil das ja für den Begleiter already ist. Aber es macht die Begleiterwaffe um ein Vielfaches stärker. Und damit gehen hier noch viele, viele mehr Dungeons, ja. Ich sage, es gehen noch viele, viele mehr Dungeons. Hallo? Guck mal, das ist jetzt die Magierwaffe. Die... Ne, Moment. Die können wir jetzt wieder umwandeln hier. Ja, das geht auch nicht, ne? Also habt ihr gesehen, das geht nicht. Das geht nur mit Items, die einen Verkaufswert haben. Das wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen, damit ihr das nicht umsonst macht, ne? Bringt also nicht Schatten-Epics umzuwandeln. Es sieht natürlich schön aus. Es sieht schön aus. Da braucht man gar nicht meckern. Die Waffe ist auch schon wieder eigentlich besser als die der jetzt hier hat. Aber wir können ja mal trotzdem Swap Runes machen und uns die 5% holen. Und dann ballern wir den auch nochmal rein. Gem Socket und Gem Extraction. Let's go.
Das ist schön, wir nochmal dreimal drauf. Wahrscheinlich kriegen wir die alle kaputt hier. So, weil ich jetzt hier noch versuche, das Ganze zu clearen, werde ich natürlich dann noch mal 2, 3 Runs machen, also wahrscheinlich offline. Und dann schauen wir mal, wo ich stehe. Aber wichtig für euch natürlich, also gerade auf EU4, wir schauen ja nach dem Legi Dungeon nochmal in den Players to Watch rein. Das heißt, wie habt ihr euch entwickelt, egal ob Free-to-Play oder nicht Free-to-Play, ne? Das wird nochmal interessant auch sein für mich. Wer da auf jeden Fall, also bei einem weiß ich es ja grob, aber habe ich schon gesehen, wie das so abgegangen ist. Ne? Das wird dann kommen zwischen Montag und Donnerstag, diese Folge Players to Watch. Und ja, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. So. Ja, ich kann nicht mehr viel wegwerfen, deshalb, das ist jetzt einfach nur noch der letzte Schatten, was ich machen will, um die Welt zu clearen. Wir haben ein bisschen was besprochen. Denkt an das FAQ, was ich demnächst online stellen will. Dazu brauche ich eben die Fragen hier in die Kommentare. Ja. Dementsprechend achtet darauf. Schreibt mir eben eure Frage in die Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt nur euren Kommentar sehen. Ich sehe die Kommentare dann erst, wenn ich das Video dazu aufnehme, das FAQ. Lese die also live vor, reagiere und jeder Teilnehmer wird, der eine valide Frage gestellt hat, wird als 20 Cent von mir in den nächsten Spendenpot geworfen. Und ja, werde natürlich dann auch nochmal die Summe nennen, dann zum FAQ. Freue mich drauf und würde sagen, das war's erstmal. Ihr habt ein bisschen was gelernt, ein paar Fails gesehen und ihr wisst, was zu tun ist. Also, haut rein, macht das Tschüss und Servus. Euer Basti.